Dieses Wochenende findet in Kitchener-Waterloo ein Festival der besonderen Art statt. Es geht um Töne, Geräusche und Musik, aber vor allem ums bewusste Zuhören. Die Rede ist von dem Open Ears Festival. Die Idee hatte der Komponist Peter Hatch im Jahr 1991 und sie war ziemlich kühn. Ein Festival, bei dem man nicht einfach Musik konsumiert, sondern wirklich hinhört. Gespielt wird dort, wo man es nicht unbedingt erwartet. In Kirchen, Cafés, Parks und gelegentlich in Gebäuden, die man sonst eher meidet oder nur betritt, wenn man sich verlaufen hat. Klassik trifft Turntables, Streichquartett trifft Soundinstallation. Und am Ende fragt man sich nicht, ob das Musik war, sondern warum man das eigentlich nicht schon viel früher gehört hat. Peter Hatch war übrigens nicht nur Gründer des Festivals, sondern auch selbst vertreten mit einer Installation mit dem wunderbar sachlichen Titel Hours, Minutes, Seconds. Darin geht es um unsere kulturelle Obsession, Zeit zu messen, zu zählen und ständig im Blick zu behalten. Nun, ich denke, es ist im Moment so, als würde man in einer seltsamen Uhr leben, umgeben von Uhren und einem allgegenwärtigen Zeitgefühl. Ich lebe außerdem mitten im Wald, in einer Umgebung, die von diesen Geräuschen geprägt ist. Sie scheinen einander zuzurufen. Das stimmt. Man betritt so etwas wie das Innere einer etwas exzentrischen Uhr. Ticks, Tocks und andere Zeitgeräusche umgeben einen, verschieben sich und wandern mit dir durch den Raum. Anfangs fand das Open Ear Festival nur alle 2 Jahre statt und gerade mal an einem Tag. Doch über die Jahre wurde es immer erfolgreicher und seit 2022 ist es ein mehrtägiges Festival. Also ich habe mal kurz in einige der Veranstaltungen reingeschnuppert und war ziemlich begeistert. Ja, ich versuche gerade dem Found Sound Ensemble zuzuhören, was hier im Victoria Park spielt. Das ist interessant, weil nämlich hier gegenüber findet ein Pride Festival statt und die haben auch Musikbands, die da spielen. Und die Töne, die da von drüben noch rüberkommen, die passen nicht so ganz zu den Tönen, die hier spielen. Das Universum muss meinen Wunsch irgendwie gehört haben, denn plötzlich verschwanden die zusätzlichen Geräusche von gegenüber und es wurde still. Genau die richtige Stille, um wirklich zuzuhören. Und zwar dem Found Sound Ensemble. 4 Lehrer der Wilfrid Laurier Universität, die eindrucksvoll beweisen, dass Küchenschüsseln zu weit mehr taugen als für Teig, Salat oder die berühmten Reste von gestern. Vor ihnen Gestelle voller mikrotonal gestimmter Schüsseln. Optisch Küche, klanglich Kosmos. Mikrotonal heißt ungewohnte Stimmungen, die unser brav auf Dur und Moll trainierten Ohren einmal kräftig durchschütteln. Und die Musik ist auch mikrosonisch, voller feiner, versteckter Obertöne, die man sonst nur hört, wenn man mit dem Ohr fast in der Schüssel steckt. Aber dank zahlreicher Mikrofone durften diese heimlichen Klänge nun ganz offiziell den Park erobern.
Inspiriert von indonesischen Gamelan und der experimentellen Musik des 20. Jahrhunderts mischen sich zwischendurch auch andere Instrumente dazu, etwa eine Flöte oder die chinesische Erhu. Ein Konzert, das die Ohren neu kalibriert und beiläufig zeigt, dass unsere Welt voller Klänge steckt, die wir meistens überhören. Hinterher geht man mit dem leisen Verdacht, dass selbst die eigene Küche akustisch noch ungeahntes Potenzial hat. Nimba feiert die Kultur Guineas in einer akrobatischen, lebensbejahenden Performance. Der Name ist von zwei starken Symbolen inspiriert. Der Nimba-Maske der Baga, verehrt als universelle Mutter, und dem Mount Nimba, einem lebensspendenden Berg und UNESCO-Weltnaturerbe. Beides zu finden in Guinea. Die akrobatische Tanzgruppe hingegen hatte eine deutlich kürzere Anreise. Die kommen nämlich aus Montreal in Quebec. Global gedacht, lokal gelandet. Was die zeigen, ist ein ehrlicher Blick auf Erneuerung in einer Welt mit Rissen. Ländliche und urbane Rhythmen geraten durcheinander. Zerstörung hinterlässt sichtbare Spuren und Neubeginn erscheint nicht geschniegelt, sondern tastend, widersprüchlich und genau deshalb so menschlich. Ja, und am Ende, da mussten wir alle mittanzen. Danach tanzte ich zum Duo Kitschorium für einen Impro-Workshop. Der war für Neugierige, Mutige und alle dazwischen. Es wurde gehört, gespielt, ausprobiert und diskutiert, mit Fokus auf Spontanität, Reaktionsfreude und dem beherzten Schritt aus der Komfortzone. Ziel, die eigene künstlerische Stimme zu finden. Vorkenntnisse nett, aber nicht nötig. Das Konzert am Ende war einzigartig, im wahrsten Sinne des Wortes. Man wird es nie wieder hören und das ist vielleicht auch gut so. And I guess raise your hands. Does everyone here improvise? Has everyone improvised before? Es hat riesen Spaß gemacht, war überraschend lebendig und genau deshalb ein perfekter Abschluss. Das Duo Kitschorium hatte am Sonntag noch einen weiteren Auftritt, den ich leider verpasst habe, weil schon das nächste Festival rief. Gereizt hättet mich allerdings sehr. Schließlich ging es auch dort wieder um eine ordentliche Portion Improvisation. Inspiriert von Videospielen und sucht dir dein Abenteuer selbst aus, serviert Duo Kitschorium eine Performance mit eingebautem Kontrollverlust. Allerdings auf der Bühne, nicht im WLAN. Das Publikum zückt die Smartphones und entscheidet live mit. Wie ticken die Figuren? Welchen Weg schlagen sie ein? Und was tun die, wenn es brenzlig wird? Musik, Bilder und Story entstehen im Moment. Überraschungen ausdrücklich eingeplant. Tja, schade. Aber vielleicht klappt es im nächsten Jahr. Alles in allem war es ein gelungenes Festival. Eine Einladung, die Ohren neu zu öffnen, mehr Zeit für das Hinhören, mehr Raum zum Staunen
und die Bereitschaft, sich überraschen zu lassen. Ich hoffe, ihr wart auch überrascht und falls ihr nächsten Sommer in der Gegend seid, ein Besuch dieses Festivals lohnt sich. Die Ticketpreise halten sich mit $30 pro Konzert im Rahmen und einige der Veranstaltungen sind so ja kostenlos. Also, madet Jod, bleibt neugierig und hört zu. Manchmal seht das leise am meisten. Bis demnächst. Tschüss.